Ich sitze hier mit dem Jan von der Firma IPAX. Schönen guten Tag, hallo. Hallo Jan. Hallo. Grüß dich. Wir zeigen euch heute mal den Airbus A320. Genau, und und der zwar Autopilot was kann. auf dem iPad. Dass wir mal zeigen, was das alles kann. Und heute wollen wir sehen, was der Autopilot alles kann. Wir stehen jetzt hier in München, startbereit. Wir haben hier den Airbus A320 ausgewählt und haben uns auf die Startbahn gesetzt in München, auf die 26 links. Und dann gehen wir mal ins Cockpit, oder würde ich Dann sagen? gehen wir mal ins Cockpit. So ist der Flieger komplett startbereit. So sieht das schon gut aus. Klappen für den Start sind gesetzt und ich kann jetzt eigentlich sofort Gas geben. Dann gib mal Gas. Ich würde jetzt kurz am Boden nur einmal eine Überprüfung machen für den Autopiloten. Wir gucken hier, da sollte so Strich, Punkt stehen. Das sagt, dass der Autopilot die Managed Speed aktiv hat. Die wird automatisch aktiv, sobald ich hier unten eine V2-Geschwindigkeit eingestellt habe. Das ist aber standardmäßig alles schon eingegeben. Da muss man also nichts eingeben, wenn man nicht weiß, was man tun muss. Und dann rechts, hier habe ich jetzt eine Höhe eingestellt von 4000 Fuß. Da kann ich einmal drauf tippen, dann werden diese Ringe aktiv. Und wenn ich hier an diesen Ring drehe, dann kann ich eine andere Zielhöhe einstellen. Ich stelle jetzt einfach trotzdem diese 4000 Fuß ein. Gut. Das ist eine gute Höhe. Wir stehen ja jetzt in München schon ungefähr 1500 Fuß über Meeresspiegel. Das heißt, wir haben irgendwie 2500 Fuß Platz oder so. Okay, dann legen wir einfach mal los. Hier links am linken Bildschirmrand ist ja der Gashebel. Ja. Den schiebe ich jetzt einfach ganz nach vorne. Machen wir Also Vollgas. Vollgas. Man kann auch Und mit die Klappen sind jetzt schon gesetzt? Klappen alles schon gesetzt, genau. Aber wird auch, wenn die nicht gesetzt sind, würde er dir auch eine Warnung geben. Ne? Hier gebe ich ein leichtes bisschen Höhenruder nach vorne. Das erhöht dann die Spurführung am Boden, also da habe ich eine größere Wirkung mit dem Bugrad bei Seitenwind. Also mit dem rechten Daumen hast du jetzt dein mehr oder weniger Steuerknüppel. Das ist mein Steuerknüppel, genau. Und jetzt erreichen wir die Rotationsgeschwindigkeit. Jetzt kann ich die Nase hochziehen und abheben. Die Rotationsgeschwindigkeit ist dieser Punkt hier am Boden. Können wir gleich nochmal in der Wiederholung zeigen. Jetzt nehme ich den Knüppel wieder neutral und das Flugzeug fliegt komplett davon selber geradeaus schon mal. Hier unten links kann ich jetzt das Fahrwerk einfahren. Da sieht man hier rechts auf der rechten Seite, der Hebel hat sich bewegt und die Fahrwerke werden eingefahren. Jetzt sehe ich hier links auf dem linken Bildschirm, da blinkt irgendwas. Wenn ich da mal reinzoome, da steht der Lever Climb. Das heißt für mich, ich soll hier die Schubhebel auf die Climb-Stellung stellen. Das ist hier diese Markierung da. Okay. Also mache ich das mal. Ich ziehe hier links an dem Hebel nach hinten. Und wir sehen, dass die... Bis der da einrastet. Klack, eingerastet. Okay. So. Jetzt haben wir den Aber Schub während des reduziert. Starts macht man dann Genau. komplett Vollgas. Genau. Jetzt habe ich den Schub reduziert und ich muss jetzt die Nase runterdrücken. Das war wieder ein bisschen horizontal Geschwindigkeit aufholen. Wir sehen jetzt hier der Autopilot. Der hat jetzt schon die 4000 Fuß haben wir schon durchflogen. Wie hoch Wir sind ein sind bisschen wir? zu hoch, wir sind schon bei 5000 Fuß. Ja. Und da können wir jetzt einfach sagen, wir drehen oben mal die andere Höhe ein, würde ich sagen. 5000 Fuß. Drehen einfach mal hier kurz hoch. Und um diese Höhe einzufangen, muss ich den antippen und dann hier in der Mitte nach unten ziehen. Dann ist er aktiviert aktiv. das. Genau, und jetzt sehen wir hier auch, Und jetzt capturet er Altitude die hat er das 5000. eingefangen. Genau. Und wenn ich jetzt eine neue Höhe einwählen will, dann kann ich das auch machen. Dann tippe ich hier nochmal, wir steigen vielleicht nochmal ein bisschen höher auf 6000 Fuß. Jetzt, wenn ich daran ziehe, dann siehst du hier, der gibt automatisch Gas. Der Autopilot, der Shuttle gibt Gas. Und der Autopilot, wir haben jetzt noch nicht eingeschaltet, der würde dann die Nase hochnehmen. Da sieht man hier, dass er ein Kommando nach oben macht. Nase hoch. Das Also muss wir ich jetzt aber im steigen Moment jetzt. noch manuell machen, weil ich das manuell fliege. Ich habe den Autopilot noch nicht eingeschaltet, aber der automatische Schub ist schon an. 5400. Jetzt wechselt er wieder. Er gibt wieder den Geschwindigkeitsmodus, Speed und daneben Altitude Star. Also er fängt die Höhe ein. Und wenn ich jetzt dieses Kommando, was er mir hier anzeigt, also ein bisschen die Nase runter, wenn ich das nachfliege, dann kann ich auch die Höhe halten. Aber das ist mir viel zu anstrengend. Ich will ja nicht, dass ich immer das mache, was er mir sagt. Er kann es ja gleich selber machen. Ne? 6100, 100 Fuß Ja, drüber. ich kann das nicht so gut. Dann mache ich hier den Ja, Autopilot. das ist an. okay, ja. Aber der Autopilot. Er fliegt jetzt noch in eine Linkskurve ein bisschen, weil ich ein bisschen Kurve
vorher hatte, ein bisschen abgekommen bin von meinem Kurs. Ich will das nicht, ich tippe dir das an, kann den ziehen, dann nimmt er die aktuelle Richtung und behält die bei. So kann ich dem Autopilot sagen, du sollst jetzt Kompasskurs 270 Grad fliegen. Ich kann hier auch nochmal einen anderen Kurs einstellen. Dann sieht man sofort, das Flugzeug rollt nach rechts und fliegt diesen eingestellten Kurs an. Also das Flugzeug macht, was es soll. So macht der Autopilot das für mich, genau. So macht das auch Spaß. Jetzt beschleunigen wir mal ein bisschen. Wir sind ja jetzt nur bei 160 Knoten, das ist recht langsam. Also auch hier tippe ich das an und drehe hier einfach eine höhere Geschwindigkeit ein. Machen wir. So, wird er jetzt 220 nur Gas geben oder wird er auch die Nase runternehmen? Er gibt jetzt Gas und der Autopilot ist an und Aber hält jetzt die Höhe für er nimmt uns. die Nase nicht runter, er wird die Höhe halten, das ist die Aufgabe. Ja? Genau. Schauen wir mal, wir sind bei 6000 Fuß und erhöhte Geschwindigkeit. Genau. Und jetzt habe ich aber eine Geschwindigkeit eingestellt, die ein bisschen zu hoch wäre. Und der Airbus ist aber clever, der wird hier bei 215 Knoten, fährt die Landeklappen ein Stück ein. Dann siehst du hier, dann die wird eingefahren. Das ist jetzt nur noch die Vorflügel draußen, aber auch die muss ich dann irgendwann einfahren. Das muss ich manuell machen, das macht der Autopilot nicht für mich. Das kann der Co-Pilot im Aerofly, aber der Autopilot kann das nicht. Hier kann ich dann dieses Menü aufklappen und fahre die Landeklappen ein. Komplett ein auf Null. Sieht man dann hier, wie sie langsam einfahren. Und jetzt sind sie komplett eingefahren. Und jetzt kann ich auch deutlich schneller fliegen. Jetzt ist hier, dieser rote Balken ist weg. Und ich kann jetzt bis 340 Knoten beschleunigen. Das heißt, der rote Bereich verändert sich entsprechend der Klappenstellung. Genau. Und auch wenn ich das Fahrwerk draußen habe, gibt es eine maximale Geschwindigkeit. Ich kann ja nochmal die Klappen einmal ausfahren. Dann sieht man sofort hier wieder den roten Balken auftauchen. Ja, super. Also das ist dann die maximal zulässige Geschwindigkeit mit den Vorflügeln draußen oder mit den Landeklappen draußen. Also fahren wir sie wieder ein. Ja. Dann würde ich sagen, wir drehen einfach mal kurz eine 180-Grad-Kurve. Wir wollen ja mal schauen, wo sind wir denn gestartet. Dann kann ich hier auf dem Display oben umschalten. Auch hier einfach drauf tippen, drehen. Hier kann ich die Reichweite von meinem Display umschalten. Und hier siehst du dann, was denn alles in unserer Umgebung ist. Also in 20 nautischen Meilen Umgebung ist noch nichts. Ja. Und hier hinten ist München. Ja. Also schon relativ weit weg. Drehen wir mal um. Ich würde jetzt hier einfach wieder diesen Ring drehen. Und schon fliegt das Flugzeug eine Kurve. Und das drehe ich jetzt so lange, bis ich sozusagen diesen blauen Heading-Bug da unten auf München gedreht habe. Dann fliege ich direkt zum Flughafen zurück. Das ist ungefähr der Gegenkurs. Genau. Kann man jetzt hier auch andere Flugzeuge sehen? Die Flugzeuge sind hier noch nicht drauf. Aber das Also kann man, nur- dann programmieren wir das nochmal rein, ja. Also VOAs und so weiter schon. Genau, ich kann hier oben umschalten. Also jetzt zeigt er nur an, diese VOAs, die hatte er jetzt automatisch schon als Frequenzen gewählt. Wenn ich aber alle VOAs sehen will, dann muss man hier oben Da klicken. muss man die kann ich Range hier- größer machen. Nee, ich muss das umschalten. So, jetzt hast du hier nur noch VOAs auf dem Display. Also ich kann noch größer Okay. machen. Ja, ist klar. Und ich kann hier auswählen, was will ich sehen. Möchte ich Wegpunkte sehen, also die ganze Waypoints. Karte voll mit irgendwelchen Wegpunkten. Ja. Ja, Möchte ich meine VOAs sehen oder NDBs sehen ja. oder Airports sehen. Ich kann aber nur NDBs eins werden wohl auswählen. nicht mehr so viel gebraucht. Genau, und das andere sind Aber- Constraints, die sind nur, wenn du eine Flugroute anhast. Die dann zeigen dir an, wie viel Höhe musst du an welchem Wegpunkt haben. Ich lasse das immer auf Airports, weil dann weiß ich, wo die nächsten Flugplätze sind. Jetzt sehen wir sind ja die ganze Kurve weitergeflogen. Jetzt ist München ziemlich direkt bald schon vorne raus. Ja. Gut. Genau, so kann man die Kurve, also kann man das Flugzeug in der Richtung ändern, einfach Linkskurven oder Rechtskurven fliegen. Also man verstellt immer hier diesen Heading-Bug. Genau, das ist der zweite da von links. So, den antippen. Und wenn das hier oben noch so gepunktet ist oder so Strich, Punkt ist, dann muss man hier einmal tippen und einmal wieder ziehen. Dann aktiviert er das. Okay. Das andere, wenn man den Knopf drückt, wenn man eine Flugroute hat, dann würde er die Flugroute nachfliegen. Das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt einen Kompasskurs fliegen, muss man ihn so ziehen. Und ähnliches Konzept auch bei der Höhe, wenn man eine Flugroute hat, dann kann man auch diesen Knopf drücken, dann würde er die Flugroute abfliegen. Und wenn ich ihn ziehe, dann nehme ich manuelle Kontrolle
und sage ihm jetzt, er soll eine andere Höhe anfliegen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel drehe 4000 Fuß und ziehe, dann fängt er jetzt sofort an, einen Sinkflug einzuleiten. Dann macht er wieder Leerlauf. Da sieht man es, ja. Und hält dann meine aktuelle Geschwindigkeit, indem er die Nase runternimmt. Ne? Dann siehst du hier, die 220 Knoten will er beibehalten und muss dafür aber sinken, weil wir ja Leerlauf haben. Also muss er das Gas rausnehmen. Er hat das Gas rausgenommen und dadurch muss er dann Sinkflug einleiten, damit er die Geschwindigkeit hält. Mit wie viel Fuß sinken wir jetzt? Jetzt 1300 Fuß pro Minute. Das ist das da. Das sieht man nur so, das haben wir nicht digital. Also ist digital aber nur relativ klein. Also der Luftdruck steht auf normal, das QNH 1013. Du kannst auch oben in dieser Fluginfo, die haben wir ja auch im Aerofly, da kannst du es auch nochmal sehen, wie viel du sinkst oder auch steigst. Hier zeigt er jetzt 1400, 1390, 1370 Und das ist aber, Fuß pro Minute. diese Info ist nicht im Flugzeug. Die hat die original nicht, nee. Das sieht man jetzt, wenn du es verschoben hast. Also die kann man ständig eingeblendet lassen. Das bedeutet, man könnte sie auch ausblenden, wenn man nur nach den Instrumenten im Flugzeug fliegt. Genau. Also ich kann das kurz ja mal machen. Ich gehe mal kurz zurück. Hier über Einstellungen. Ja. Allgemein habe ich Fluginformation, kann sie auch ausblenden. Dann ist sie weg. Gehe ich zurück in die Simulation und ist sie oben weg. So, zeigen wir das mal komplett. So, je nachdem, was man da will. Also ich mag das ja, wenn oben die Leiste mit dabei ist. Mhm. Dann kann man auch mal von draußen schauen, wie wir da fliegen. Das kannst du ja mal machen. Dass wir draußen zeigen? Ja, dass wir das uns anschauen. Dann habe ich aber immer noch diese Leiste drin und habe immer noch meine Instrumente im zweiten Blick, was ich jetzt nicht habe. Jetzt sehe ich nicht, wie schnell ich fliege und genau. so weiter. Und wenn ich sie wieder anmache, über die Einstellungen allgemein, anzeigen, zurück. So, jetzt haben wir die wieder. Wie schnell ich fliege. Genau. Das sieht man da, guck mal, da ist München sieht man auch schon wieder. Da ist der Münchner Flughafen. Wir fliegen jetzt gerade voll durch die Einflugschneisen. Ja, fliegen wir den Platz mal an? Machen wir mal, ja. Genau. Ich würde jetzt einfach mal einen Gegenanflug fliegen. Also wir sind jetzt hier ein bisschen schnell, um da direkt landen zu können. Mit 220 Knoten, das würden wir wahrscheinlich nicht abbremsen können in der Zeit. Mhm. Ich fliege einfach mal hier in dieser Richtung weiter und würde dann hier dran vorbeifliegen und dann hier so eine Kurve zurück machen. Also hier dran vorbei eine Kurve fliegen und dann von der anderen Seite landen. Also hier lang fliegen und dann von der anderen Seite zurückkommen. Da kann man ja also hier ausholen und dann vorbei. Ja. Also für die Profis unter euch, ich zeige euch mal noch einen kleinen Trick, den man machen kann. Man kann hier im Flugplan, selbst wenn man keinen Flugplan eingegeben hat, kann man Informationen eingeben. Man kann hier sagen, EDDM, das müsste kann man erstmal einen Airport selber eingeben als Kennung. Das sehe ich ja hier auf der Karte, EDDM. Ja. Wenn ich den da unten eingebe, kann ich hier sagen, ich will einen Radius haben von zum Beispiel 10 nautischen Meilen. Füge den da ein. Das kann ich löschen. Und dann kann ich auch sagen, welche Richtung soll ich reinkommen. Und ich meine, das ist, muss ich noch mal kurz spicken, wie viel das ist. 262 Grad. Dann kann ich das da eintragen. Dann habe ich hier auf einmal so Hilfslinien. Und die zeigen mir jetzt an, wo wäre denn die Landebahn in Verlängerung. Also ich habe jetzt einfach diesen Wegpunkt quasi gewählt und gesagt, da soll man mal Striche malen hier im Radius von 10 nautischen Meilen und in diesem 262 Grad. Dann sehe ich ganz gut auf der Karte, wo wäre denn jetzt der Flughafen relativ zu meinem Flugzeug. Das ist eine tolle Hilfe, da fliegen wir das jetzt einfach mal ab. Genau. Und man kann ja auch natürlich auch links rausgucken, dann sieht man ihn ja. Da ist der Flughafen. Und ich würde jetzt sagen, dann machen wir einfach mal den Flieger langsamer, fahren schon mal die Landeklappen aus, damit wir nicht zu schnell sind und dann auch sinken können rechtzeitig. Jetzt könnte man noch eine Sightseeing-Tour über München machen. Da sind wir, glaube ich, schon drüber geflogen. Und dann ich schauen, kann noch mal schnell gucken, wo wir heute Abend in welcher Bar sitzen. Genau, ich glaube, aber München, da haben wir jetzt keine Zeit dazu. Müsste irgendwo da hinten sein, wenn ich mich nicht irritiere, aber es ist noch relativ weit weg. Irgendwo da hinten ist München. Der Flughafen ist ja sehr weit weg von München eigentlich. Also, ja. Genau. Gut. Um diesen Anflug anzufangen, da hilft es, wenn man auf dem Flugcomputer hier den Anflugmodus aktiviert. Dann geht man hier auf Performance. Das ist eigentlich die Seite, die standardmäßig auch mal angezeigt wird. Also hier auf Perf für Performance tippen. Dann ist die Seite aktiv und dann kann ich hier links dieses
Confirm Approach Phase aktivieren. Also zweimal da draufklicken, dann hat er die Landephase aktiviert in seinem Bordcomputer. Und was ich dann machen kann, ist hier oben diesen Knopf, kann ich antippen und dann reindrücken. So. Dann sind hier wieder diese 3 Striche, Strich, Strich, Strich und ein Punkt. Das heißt, er macht jetzt automatisch die Fluggeschwindigkeit für mich. Und du siehst hier, reduziert er schon ein bisschen die Geschwindigkeit. Und wenn ich hier gucke, auf dem Primary Flight Display, dann siehst du hier diesen grünen Punkt. Diese Geschwindigkeit wird er jetzt. Auf die wird er, das gibt schon. Genau, er gibt jetzt wieder ein bisschen Gas. Schauen wir mal, genau. Hier gibt er wieder ein bisschen Gas, um diese Geschwindigkeit zu halten. Und diese Green Dot Speed ist die Geschwindigkeit, die am effizientesten ist bei dem Airbus. Also da verbrauche ich den minimalen Kraftstoff. Kann ich die beste Reichweite fliegen. Was ja immer wichtiger wird bei den Reisen. Ist aber nur so langsam, dass es dann zu lange dauert, bis man am Ziel ist. Deswegen fliegt man doch etwas schneller meistens. Okay, ich tippe hier nochmal drauf, drehe eine leichte Linkskurve, dass wir genau einen Gegenkurs fliegen von der Landebahn. Hier sieht man ja diese gestrichelte Linie. Da müssen wir hin, ja. Genau, da fliegen wir jetzt einfach in die Gegenrichtung noch. Und was ich jetzt machen kann, ist die Landeklappen ausfahren, dann wird er diese Geschwindigkeit von diesem Green Dot Speed immer weiter reduzieren. Also ich setze jetzt hier einfach mal Klappe 1, dann taucht hier so ein S auf. Das ist die minimale Geschwindigkeit, bei der ich die Landeklappen komplett einfahren kann wieder. Also die Vorflügel, die Slats, kann ich da einfahren, deswegen S. Jetzt reduziert er zu dieser Geschwindigkeit. Ja. Wenn ich sie jetzt wieder einfahren würde, noch kann ich das ja, ich bin ja oberhalb von dieser Geschwindigkeit, kann sie aber wieder einfahren. Dann gibt er wieder Gas und hält wieder die obere Geschwindigkeit. Da sieht man aber auch hier, das ist die Geschwindigkeit für den Strömungsabriss, die ist jetzt deutlich hochgekommen, weil ich die Landeklappen wieder eingefahren habe. Ne? Jetzt gibt er wieder ein bisschen Gas und hält diese andere Geschwindigkeit. Und je mehr Klappen ich ausfahre, desto weiter kann er die Geschwindigkeit runternehmen. Das macht er komplett automatisch. Dann muss ich also nur noch die Landeklappen ändern und er ändert für mich automatisch die Geschwindigkeit und passt das so an. Und welche Anfluggeschwindigkeit brauchen wir denn später? Jetzt sind wir... Hier unten steht dann die ja ganz am Ende planen wird. Und der Airbus ist aber so gebaut, dass er dich das nicht erst fliegen lässt, wenn du das noch nicht mit den Landeklappen erreichen kannst. Also hier wäre jetzt die 160 Knoten im Moment die Geschwindigkeit, der dich minimal fliegen lässt mit dem Autopiloten. Er wird immer Gas geben und wird dich nicht langsamer werden lassen. Und dann später die 135 Knoten im Final. Genau, ganz im Endteil. Würde ich sagen, wir schauen mal, ob wir ein ILS haben. Das ILS ist ja ein Instrumentlandesystem, das können wir im Blindflug benutzen, wenn wir gar nicht die Landebahn sehen können optisch. Also hier kann ich ja über die Schulter gucken und immer noch vielleicht den Flughafen irgendwo sehen, wenn ich da Sichtkontakt habe. Wenn ich aber in Wolken bin, habe ich diese Möglichkeit ja nicht. Und hier auf dieser Karte ist das mir nicht präzise genug, da kann ich ja nicht mit landen mit solcher groben Auflösung. Da habe ich die Höhe nicht genau und auch die Richtung, den Kurs nicht genau. Wenn ich hier eine ILS anwähle, dann kann ich hier dieses LS, da muss ich draufdrücken, dann taucht hier unten eine weitere Information auf. Also hier diesen LS-Knopf drücken. Ja. Dann schaust du hier auf dem Display, da sind hier Informationen hinzugekommen. Ja. Da wird dann, wenn ich ein Signal empfange, werden hier so magentafarbene Nadeln auftauchen, so Rauten. Und wie nennt man das? Das sind Localizer und der Glide Slope, die werden dann hier dargestellt. Okay. Jetzt muss ich aber noch gucken, dass ich die richtige Frequenz gewählt habe. Wir wollen jetzt in München auf der, ich glaube 2.6 ist das, links landen. Ich mache das aber manuell, ohne einen Flugplan. Dann kann ich hier auf diese Seite gehen, Radionavigation, hier Radnav, und kann da eine Frequenz eingeben. Und das müsste die 108.30 sein. Dann kann ich die hier oben eintragen. Genau, und den Kurs, den wir brauchen, ist 262. Zack, jetzt habe ich die manuell eingetippt. Wenn du da oben schaust, dann sehen wir auch hier auf einmal, er hat das erkannt. Den Identifier hat er digital uns auf dem Display schon dargestellt. Die Frequenz, und er sagt hier 16,3 nautische Meilen sind es zur Landebahn. Und hier sehen wir jetzt auf einmal auch unsere Localizer-Nadel. Und wir sehen auch eine Glide Slope-Nadel. Also wir haben jetzt schon einen Empfang von dieser Localizer. Hat er gesagt, wir sind 2500 Fuß hoch. Das macht er hier automatisch immer, wenn man diese 2500 Fuß über dem Boden erreicht. Jetzt drehen wir einfach mal 90 Grad nochmal nach links. Also Querabflug. Fliegen auf diesen Kurs drauf zu. Also man kann das hier auch wie so auf einer Kompassrose darstellen oder sich einen größeren Zoom wählen, sodass man es gut sieht.
Dann kann man hier genau drauf zufliegen. Und wenn wir jetzt nochmal von außen schauen, das kann man ja im Original jetzt nicht so einfach. Ja. Ja, da könnte man das nicht so genau sehen, klar. Dann ist irgendwo da hinten versteckt München. Wenn man genau guckt, dann kann man hier oben, haben wir ja in der Fluginfo auch die Informationen. Ja. In Flugrichtung muss ich jetzt leicht vorne links gucken, dann habe ich den Flugplatz irgendwo, aber er ist noch relativ weit weg. Also an dem Pfeil sehen wir jetzt, dass wir noch ganz leicht nach links müssen. Jetzt hat er auf Landshut gewechselt, weil der wahrscheinlich vorne ist. Genau, aber das kann ich auch im Cockpit, im Originalflieger kann ich das auch sehen. EDE Da muss man nach links fliegen. Genau. M, ja. Er sieht hier auf der Karte, da scheint noch ein anderer Flugplatz zu sein und den hat er jetzt hier oben gezeigt. Ne? Ja. Muss man also gucken, das zeigt jetzt Landshut, ist ja auch in der Nähe. Das wäre der nächste, den man dann anfliegen könnte. Richtig. Wir sehen jetzt So, hier da auf wollen wir aber der nicht hin. Karte, genau, wir sehen ja immer noch diese verlängerte Linie. Wenn man einen Flugplan hat, ist das ja auch alles, kann man das als grüne Linie sehen, wo der Flugplan Machst du das bitte noch mal ein bisschen größer? Nochmal hier so größer. Dass wir das hier, ja, jetzt können wir es sehr deutlich sehen. Genau. Genau, jetzt haben wir eine Ground Speed von 196, eine TAS-Faktor von 193. To Airspeed und Ground Speed. Ja. Und jetzt würde ich einfach nochmal ein bisschen nach links fliegen, dass wir nicht zu steil hier drauf zufliegen. Wir wollen das ja einfangen. Dann tippe ich nochmal hier drauf und drehe einfach nochmal ein ordentliches Stück nach links, vielleicht so 300 Grad, damit wir hier das Ganze anschneiden. Ne? Dann haben wir hier so einen schönen Winkel zum Endanflug. Und jetzt möchte ich das einfangen. Dann müssten wir jetzt bei 30 Grad, müssen wir das jetzt auf 310 Grad, Ja. auf 290 Grad Genau. stellen. Ja. Aber ich glaube, so müsste das auch gehen. Ich will jetzt, dass das Ja. der Autopilot einfängt, das muss ich ihm aber noch sagen. Dann tippe ich hier auf dieses Localizer und sage ich ihm, fang mir den Localizer ein. Ja? Und er hat den jetzt sofort eingefangen, weil er ja schon etwas weiter sehen kann. Dann gehen wir als mal auf dargestellt den, wird. zeigen wir das mal, kannst du das auch mal etwas größer machen wieder, dass wir uns das mal anschauen. Genau. So, Also er der zeigt läuft jetzt zwar hier noch an. nicht rein. Er sagt jetzt hier, er wird ihn einfangen. Und hier unten siehst du die Nadel, wie sie langsam in die Mitte sich bewegt. Und der Autopilot fliegt jetzt immer weiter nach links, bis er diesen eingestellten Kurs von 262 Grad hat. Und gleichzeitig versucht er, das hier in die Mitte zu fliegen. Jetzt läuft er ja langsam rein. Unten sehen wir das schon. Genau, und auch hier siehst du jetzt auch nochmal den geplanten Kurs. Also hier ist ja auch nochmal so eine Anzeige von dem Kurs. Ja, Das ist der geplante Kurs für die Landebahn. Das Und ist du siehst, wie dieses- er immer weiter ganz leicht in die Linkskurve fliegt. Wenn wir nochmal rausschauen, sieht man das vielleicht, dass er nicht ganz horizontal ist, sondern ganz leicht in eine Kurve fliegt. ja um diesen auch an dem Kurs Horizont, sowohl hier, da sieht man es deutlich, als auch hier sieht man dann, dass er eben eine leichte Linkskurve fliegt. Und jetzt hat er den gefangen. Schau mal, hier hat er gewechselt. So, und Steht jetzt ist so dieser hoch Diamond quasi. auch hier in der Mitte. Genau, jetzt hat er ihn perfekt eingefangen. Ja, Danke, wenn du schon. das größer machst, kann man es etwas besser sehen, ja. Genau, Super. also den hat er jetzt eingefangen. Aber jetzt haben wir ja da nochmal so ein Diamond-Symbol, Den hier? genau. Genau, den wollen wir Der auch ist aber noch einfangen. ganz oben. Richtig, genau. Das heißt, Der ist jetzt, wir sind jetzt Sind wir jetzt zu unterhalb hoch von oder dem zu tief? Gleitpfad. Wir müssten nach oben korrigieren. Der zeigt uns an, fliegt nach oben. okay, also da, wo der Dann Diamond ist, da müssen wir hin. Wenn das Richtig. also da unten ist und das rote, der rote Diamond wird zeigt rechts, da müssen wir auch nach rechts korrigieren. Und hier ist es oben. Jetzt müssten wir, wenn wir genau auf diesen Gleitpfad jetzt schon sein wollten, müssten wir nach oben fliegen. Genau. Was wir aber nicht machen, wir fliegen einfach hinein und wenn der dann reinläuft bis in die Mitte, dann fangen wir erst an zu sinken, beziehungsweise Genau. der Autopilot macht das dann wir selber. sagen jetzt dem Autopiloten, er soll das machen. Dann gehen wir hier wieder auf den Autopiloten. Steht ja schon auf Approach dann, Da muss man hier auf Approach drücken. Blub. das muss man von Hand machen, Einmal eintippen, ja, dann leuchtet das grün. sonst weiß er das Und nicht. hier kann man kontrollieren auf dem Display, ob er das auch wirklich macht. Hier hat er jetzt blau hinzugefügt, Ja, GS für Glide Slope. Und hier siehst du jetzt, fängt er langsam an, kommt er von oben runter. jetzt kommt er langsam, das ist, Ja, wir haben jetzt bald also die Super. richtige Höhe erreicht, um ihn einzufangen. mhm. Da wird Jetzt er können wir nochmal automatisch rausschauen, das sehen wir schon mal was. Schau mal. Weil jetzt müssten wir ja dann langsam auf den richtigen, jetzt Da sehen wir siehst du schon mal die schon Piste langsam. vor uns, Genau. zwingend. Ah, das sieht ja toll aus. Und jetzt siehst du, wie er langsam schon den Segenflug einleitet. Er macht also hier, hat er ihn eingefangen, Glide Slope Star, Ja, fängt ihn ein. jetzt fängt er schon langsam an zu sinken. Genau, und wir haben jetzt auch nur noch 2500 Fuß bis zum Boden. Dann können wir jetzt schon mal nochmal die Landeklappen eine Stufe weiter ausfahren. Und was für ein Minimum haben wir dann hier? Ich glaube, jetzt im Moment ist gar nichts eingegeben.
Wie hoch können ist dann auch- der Flugplatz? Der Flugplatz ist 1300 Fuß, hatten wir, glaube ich, gesagt am Anfang. Aber ich kann Also da hier müssten auch, wir das Minimum von Hand ich eingeben. kann hier auf der Approach-Seite, also wieder Performance drücken, Und was verändert sich, Dann außer kann ich dass der jetzt dann hier- Minimum schreit? dann kann ich, da müssen wir dann manuell durchstarten, wenn wir am Minimum Ja, genau. nicht die Landebahn sind. Ich kann jetzt zum Beispiel auch eine Radarhöhe eingeben hier. Dann sagt der Radarhöhe 100 Fuß, habe ich eingetippt, 100 und dann einfach da drauf geklickt. Oder ich mache, man kann es ja nochmal machen, 100. Muss man dann hier einfügen. Ja. Dann haben wir jetzt ein Minimum gesetzt von 100 Fuß über dem Boden. Und wenn das hier 100 Fuß erreicht, dann würde er nochmal sagen Minimum. Und dann müssen wir entscheiden, landen wir jetzt oder starten wir durch. Also das ist dann die Entscheidungshöhe, ob man jetzt landet oder eben auch nicht. Genau, ich fahre jetzt das Fahrwerk aus. Hier unten auf der Taste einmal tippen. Da Das sieht ist man jetzt, dann hier, wie das ist Fahrwerk jetzt ausfällt. rot. Genau, Jetzt haben wir hier 3 rote Lichter. genau. Eins Jetzt ist alle grün. drei grün. Jetzt haben wir 3 green. Genau, Das heißt, alle Fahrwerke sind jetzt nicht nur ausgefahren, sondern auch verriegelt. richtig. Und dann setzen wir noch Gut. maximal Landeklappe einfach auf 4. Das sieht man ja unten, hier kann man auch den Hebel könnte man auch ziehen, den setze ich einfach auf 4. Auf die Full-Position, Full Flaps. volle Landeklappen ausfahren. Und er regelt jetzt immer noch automatisch die Geschwindigkeit und siehst, jetzt hat er hier die 135 Knoten, also die 130, Die 135 Knoten, die hat er ja. jetzt erreicht und die hält er jetzt auch. Geht Unsere ja- Diamonds sind beide in der Mitte, also der Ja. fliegt den Glideslope genau ab. Und jetzt schauen wir noch mal raus, bitte. Genau. Da ist die Landebahn. Und da ist die Bahn. Und damit er jetzt Sieht immer automatisch noch gut landet, aus. der kann auch komplett automatisch landen. Da macht man aber beide Autopiloten gleichzeitig an. Dann können die sich gegenseitig überwachen. Mhm. Und jetzt steht hier unten auf dem Display auch Cut 3 Dual. Das ist also eines der höchsten Anflugverfahren von der Präzision, die man machen kann. Ja. K3. Cut 3 mit Dual Autopilot. Das heißt, selbst wenn einer von den Autopiloten jetzt einen Fehler hätte, würde das System trotzdem landen können. Und schaltet automatisch um. Der würde automatisch den anderen Autopiloten, der fehlerhaft ist, ausschalten und mit dem verbleibenden kann man noch landen. Das gibt natürlich für die echte Fliegerei auch eine unglaubliche Sicherheit. Ne? Genau, und das geht immer noch. So, jetzt schauen wir noch ohne, mal dass raus, man ob da Landebahn wirklich die Bahn ist. Sieht immer noch gut aus. Ja, sieht alles gut aus. Und das Letzte, was ich noch machen muss, kurz bevor wir aufsetzen, da wird er sagen Retard. Das heißt, ich soll den Schubhebel nach hinten ziehen. Mhm. Das muss ich dann machen. Also, Kann man das lauter machen? oh, falsch rum. Ja. 50, 40, 30, 20, retard, Jetzt muss ich den Schubhebel nach hinten ziehen. Ziehen bis auf Leerlauf. Und dann kann ich hier manuell bremsen. Aber noch nicht, oder? Genau, doch, konnte ich Jetzt, jetzt schon. ja. Gebe jetzt Umkehrschub. Und kann dann bis zum Stillstand kommen. Immer noch Moment. der Autopilot aktiv, ne? Also der steuert jetzt immer noch die Mittellinie von der Landebahn. Genau. Das heißt, mit dem Fuß muss ich nicht ins Seitenruder tippen und darauf achten, Mhm. dass der geradeaus fährt. Das macht er hier bei dem Airliner tatsächlich über den Autopiloten. Genau. Wir haben jetzt ein paar Sachen nicht ganz richtig gemacht. Jetzt kann man das vielleicht auch nochmal besser zeigen irgendwann. Der Autopilot hat sich jetzt automatisch abgeschaltet. Da hat man hier so eine Warnung gehört und sagt Ja. Autopilot, Autoflight off. Ja. Und ich kann hier unten auf diesem Display, da unten mit diesem CLR, Clear, kann ich das löschen. Dann ist das wieder weg. Mhm. Genau. Schön, jetzt sind wir eigentlich gelandet und du hast auch gebremst, ne, noch nicht ganz, wir rollen noch ein bisschen. Genau, ich habe jetzt noch 2 Systeme, hatte ich vergessen zu zeigen. Wir sind ja auch so gelandet, aber im Prinzip kann man auch, wenn ich nicht selber bremsen will, kann man hier auch diese Autobrake benutzen. Wenn man hier auf diese Tasten drückt, dann kann Und man das sagen, funktioniert auch hier im das Simulator. funktioniert auch im Simulator. Und was ich auch wahrscheinlich vergessen habe, ist hier unten die automatischen Spoiler. Die waren aber, glaube ich, von Anfang an noch gearmt. Hier kann ich hier auf den Hebel klicken, um die Spoiler für die Landung vorzubereiten. Und sobald ich Bodenkontakt habe, fahren die automatisch aus. Dafür ist das Okay. gedacht. Ich kann das ja nochmal zeigen. Wir springen einfach nochmal zurück. Das wollte ich Hier auf gerade der Karte. fragen. Können wir denn insgesamt überhaupt, wir können doch zurückgehen, wenn wir fliegen. Genau, das zeige ich dir gleich nochmal. Geht das jetzt noch, wenn du jetzt rausgegangen Jetzt bist? geht es, glaube ich, da in dieser Version jetzt noch nicht. Genau, nicht mehr. Aber wenn wir einen neuen Flug gemacht haben, also nachdem wir gelandet sind, kann ich dir das zeigen. Ja. Mhm. Wir machen hier noch einfach mal nochmal tippen auf diese Position im Landanflug und wählen einen langen Endanflug, dass wir nochmal ein bisschen Zeit haben zum Erklären. Okay. Und dann probieren wir das nochmal. Und den könnte man jetzt auch aufnehmen. Muss man da extra einen Aufnahmeknopf drücken? Nee, das macht er immer.
automatisch. was heißt, das macht er immer? Wenn ich jetzt, also das heißt, wenn ich jetzt zurückgehen will, dann nimmt er eine bestimmte Zeit, nimmt er dann auf. Genau, also Er nimmt ja jetzt nicht den ganzen Flug auf. er schreibt immer eine gewisse Zeit lang die Position vom Und Flugzeug. wie lange können wir ist uns das dann nochmal ungefähr? angucken. Eine Minute oder? Ein paar Minuten sind das schon. Ja. Ah, das Genau. ist ja toll. Also Das ich heißt, hab wir jetzt- können uns nachher die Landung, Gucken wir uns jetzt gleich fliegen wir noch ja mal an. gerade an, die können wir uns nochmal anschauen. Und zwar auch, können wir das lauter machen, Ich mache das nochmal lauter, ja. dass wir das auch mithören. Ruhig volle Lautstärke da. Wir wollen ja was hören. Klopfen die Nachbarn. Das macht uns, Ich habe jetzt hier nochmal den Approach-Button gedrückt und dann den Autopilot angemacht. Mehr muss man da nicht tun eigentlich. Wenn man diese Position von der Karte aus auswählt, dann ist alles gesetzt. Und jetzt sieht man auch hier, haben wir jetzt diese Auto-Brake aktiviert. Und die ist vorbereitet für die Landung Ja. auf der mittleren Stärke. Man kann auch die niedrige Stärke wählen, das reicht für die 4000 Meter Bahn in München auf jeden Fall. Kann man ja dann umschalten. Die maximale, die ist nicht verfügbar in der Luft, so wie im Original auch, die kann man nicht in der Luft anwählen. Man muss eine von diesen niedrigen oder die mittlere wählen. Wenn ich jetzt das Niedrige wähle, Mhm. hat das dann tatsächlich mit der vor mir liegenden Landebahn in Länge etwas zu tun? Oder Das ist nur das ist eine Verzögerungsrate, die man da auswählt. Also der Ja, aber das eine hat gewisse nichts mit der Bremskraft. Länge der Landebahn zu tun. Genau, ich muss das vorher ausrechnen, ob die lang genug ist, die Piste dafür. Also man kann sagen, Man muss bin halt so und so stärker schnell. bremsen, ja. Und das Zweite, was wir noch haben, ist jetzt hier unten, weil diesen Hebel haben wir Jetzt auf sind wir im Armed. Minimum, Genau. ja. Jetzt sagt er mir Das gleich, können wir ja wie- später von draußen mal sehen. 30, Da bin ich mal gespannt. retard, Also Retard. Retard, Hebel nach hinten ziehen, retard. einfach loslassen. Er setzt automatisch auf. Jetzt bremse ich nicht, weil wir haben ja die Auto-Brake. Jetzt muss Ja. ich nur kontrollieren, dass die auch leuchtet. Die hat sich jetzt aktiviert. Ja? Und jetzt bremst das Flugzeug automatisch komplett ab. Bis zum Stillstand. Hochinteressant. Und so kann man relativ einfach eine Landung Schöne, komplett heile automatisch Welt. machen. Ja? Jetzt wird nach 30 Sekunden nach der Landung, schaltet der Autopilot sich ab. Das wird er gleich wieder machen. Da haben wir wieder die Warnung. Also kommen wir am Ende Jetzt des hat er sich Tages abgeschaltet, ja, genau. heile nach Hause. Mhm. Genau. So wie es sein Und soll. du wolltest es jetzt nochmal Und anschauen. jetzt will ich ja? mir das gerne mal anschauen. Was müssen wir jetzt machen? Da schaust du hier oben auf diesen Knopf da. Ja, Der hat zeig doch mal. mehrere Funktionen. Okay, Tippe ich drauf. ja, dann haben Und dann wir, drücke ich hier auf Pause. ja, Dann das haben wir die heißt, Simulation angehalten. die Simulation ist angehalten und Jetzt hier haben wir- unten haben wir jetzt so einen Balken. Genau. Und den kann man benutzen, Und das einfach ist in der- Zeit wieder zurückzugehen. Okay, aber jetzt würde ich gerne die Sicht mal ändern, Genau. um mir das als, sagen wir mal, Zuschauer am Rande des Flugplatzes mir anzuschauen. Also so kann man ja drumherum Also man drehen kann mit der das Kamera. drehen, wie man möchte. Genau, das geht auch in der. Und das ist jetzt auch der Flug, den wir gerade gemacht haben, genau der. Genau diese Landung. Jetzt siehst du gleich, Das ist die nachdem wir Landung. aufsetzen, Kommen die Klappen kommen die, raus, die Spoiler die raus. Spoiler automatisch raus. Ja. Genau. Und Ja. die vernichten den Auftrieb, dass der Flieger auch wirklich am Boden bleibt, selbst bei böigem Wind. Und jetzt kann man es weiterdrehen, auch dass man es von vorne sieht oder so sieht, ja. Genau. Wunderbar. Und der bremst jetzt automatisch für uns. So hat er das ja gemacht. Und wenn ich jetzt Passagier bin und sitze hinten drin, gibt es da auch, Da gibt es auch eine Kamera. Genau. und die kann man auch jetzt, kann die ich könnte man jetzt auch machen. Genau, nutzen. Ich kann auch mal hier mir genau die Landung angucken. Jetzt sind wir noch in der Luft. Hier wieder auf 50, Play. 40, 30, 20, retard, 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 retard. Zack. Und da gehen die Spoiler dann hoch, wenn er den Boden berührt. Wie bei dem Ferienflug, ja. Genau. Wunderbar. Ganz, ganz toll. Ich bin begeistert, Jan. Mhm. Du hast das schön erklärt. Ja, wir können euch im anderen Video auch nochmal zeigen, wie man dann eine Route abfliegen kann mit dem Airbus. Das ist aber nochmal ein bisschen komplizierter. Das können wir gerne machen. Das machen wir in einem eigenen Jetzt sind wir hier bei 35 Minuten. Das machen wir dann in einem anderen Video. Ich auf jeden Fall sage vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Falls Den ihr Fragen Zuschauern habt, auch. schreibt sie in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen hoch, Absolut. wie immer. Und die Glocke nicht vergessen. Genau. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ich danke. Bis zum nächsten Video. Tschüss.